bin Anjan. Ich darf euch heute mein Meisterstück vorstellen. Ich bin vom Beruf Florist und im Gegensatz zu anderen Meisterstücken habe ich ein Meisterstück, das jetzt wunderschön dasteht, aber auch vergänglich ist. Das Meisterstück ist so ein bisschen ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren. Es ist zum einen natürlich was Künstlerisches, was Designtechnisches, wo viel Gestaltungslehre mit reinspielt, was den Aufbau mitnimmt. Und andererseits ist es aber auch ein Handwerksstück. Vor 4 Monaten haben wir eine Themenauslosung bekommen und bei mir fiel das auf die Aufmerksamkeit. Also nach der Ziehung der Themen musste man sich natürlich erst einmal in der Theorie damit beschäftigen, wie arbeite ich mein Thema auf, was gehört eigentlich zu dem Thema Aufmerksamkeit. Und in dem Rahmen ist eine Hausarbeit entstanden, eine schriftliche Ausarbeitung davon mit Materiallisten, mit passenden Zeichnungen dazu. Die Höhe ist so ein bisschen dieses nach oben Strebende, also das nach oben Streben fängt ja nicht erst mit den Blumen an, sondern es beginnt ja eigentlich mit den Stangen, die dann diese Dynamik sollen die Blumen mit nach oben nehmen. Und es ist quasi so ein bisschen dieses Rampenlicht, es steht was erhaben da und genau das spiegelt auch das Thema Aufmerksamkeit. Also ganz unten die Sockel, die sind aus MDF-Holz. Wir haben das zusammen mit meinem Vater an der Tischlerkreissäge auf Gärung zusammengeschnitten, dass die Kanten schön werden und auch keine Kanten entstehen. Dann wird das Ganze verklebt mit Leim. Nach der Produktion, der Unterkonstruktion in der Schreinerei, wurde alles in die Schule transportiert und dann haben wir das Werkstück fertig zusammengesetzt, haben das gemeinsam aufgebaut, auch mit ein bisschen Verstärkung von meinen Klassenkameradinnen, weil es eben alleine einfach nicht geht. Innen drinnen, um das Ganze zu stabilisieren und auch dieses Gewicht zu tragen, sind zwischendrin Wände eingezogen, die dieses Gewicht gleichmäßig an den Boden unten abgeben. Dadurch wird diese Kiste an sich in sich stabil und zum anderen aber auch die ganze Last, die von oben drückt, weil es sind ungefähr 65, 70 Liter Wasser da oben drin. Und das wird einfach gleichmäßig an den Boden abgegeben und somit wackelt nichts, bricht nichts zusammen und das steckt alles in diesem Korpus quasi drinnen. Dann ist eine Fuge und ab der Fuge entsteht quasi das eigentliche Werkstück. Und dieses befindet sich quasi aus diesem Deckel. In diesen Deckel eingesetzt sind 2 Mooswannen. Aufbauend befinden sich dann Stangen. Das sind Metallstangen. In diesen Stangen befinden sich dann auch zum Teil, wir haben oben einen Lichteffekt, sieht man auch ganz gut am Boden, es läuft ein Kabel hinein. Zum einen fließt einmal der Strom durch die Löcher und in 6 dieser Stangen, es sind insgesamt 19 Stück, haben wir eine Gewindestange befestigt und diese diese spannt quasi die Wanne mit dem Podest unten zusammen, um Wackeln zu verhindern. Wir haben dann hier ein Verbindungsstück, was man beim Zusammenbauen dann zusammen stecken musste, damit es angesteckt ist und gleichzeitig dann auch noch mit einem Klebeband umwickelt, um zu verhindern, dass es auseinanderrutscht, weil man es nicht auseinanderbauen kann, das Ganze, wenn oben Wasser drin ist und so weiter. Deswegen wurde es nochmal verklebt, damit es einfach nicht auseinanderrutscht. Also ich habe mich entschieden, eine wasserdichte Wanne zu wählen, in der diese Strohhalme drin sind. Da die Strohhalme unten offen sind, läuft immer wieder Wasser von unten in die Strohhalme. Also das sind Strohhalme, die sind so, die kaufe ich so. Ach so, diese Bubble Tea. Kennst du diesen Bubble Tea mit den Blasen? Und die sind genau dafür gebaut. Somit erspart es mir zum einen das Auffüllen dieser einzelnen Röhrchen und andererseits ist auch dann genug Wasser jederzeit da, um die Blumen zu versorgen. Insgesamt sind es 4 verschiedene Dicken an Strohhalmen und mit einer Anzahl von 450 Stück. Meine Aufgabe während der Prüfungszeit ist es dann,
das Blumenarrangement zu gestalten und oben einfach alle floristischen Tätigkeiten am Werkstück noch auszuführen. Und das ist auch ein Bewertungskriterium, dass man die tatsächliche Floristik erst in der Prüfungszeit arbeitet und auch mit Blumen darf erst während der Prüfungszeit gearbeitet werden. Meine obligatorische Frage an Sie, jeder von Ihnen ist gesundheitlich in der Lage, heute diese Prüfung abzulegen. Dann werden wir um 9 Uhr starten. Okay? Also, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Machen Sie es gut. Ihr seid klasse. Und jeder gibt sein Bestes. Das weiß ich. Ah ja. Ja, jetzt noch mal eine Betriebsvertrag. Es sind ungefähr 450 Strohhalme, das heißt auch 450 Stiele Blumen und die muss ich alle in den 220 Minuten in das Werkstück eingestalten, so damit natürlich auf alle gestalterischen Aspekte Acht gegeben wurde. In meinem Werkstück ist es gestalterisch sehr wichtig zu achten, wie ist die Blume gewachsen. Nicht jede Blume ist gerade, es gibt Blumen, die sind ein wenig gebogen, haben tolle Bewegungen und genau diese Bewegungen so einzusetzen, dass sie eingesetzt sind wie in der Natur gewachsen, ist die Schwierigkeit am Werkstück. Und auch dieses Ergänzen der verschiedenen Blüten. Es gibt oben große Blumen, die einfach einen Fokuspunkt setzen, auf die das Auge zuerst fällt und auch Ruhe ins Werkstück bringen. Ergänzt werden diese großen Blumen dann wiederum aber auch durch zarte Gräser und auch zarte Blümchen, die diese Zwischenräume füllen, die eine gewisse Leichtigkeit versprühen und natürlich auch so eine Dynamik nach oben mitnehmen. Hier im oberen Bereich befinden sich diese roten Türkenbundlilien. Diese Lilien entfalten sich in alle Richtungen gleichmäßig. Das heißt, sie wollen eingesetzt werden an einer Position, wo sie sehr viel Raum haben. Die einzelnen Blüten sollen nicht an andere anlehnen und sie nicken leicht nach unten. Das heißt, auch nach unten soll ein bisschen Luft sein. Dann gibt es andersrum auch Blüten, die haben nicht den hohen Anspruch, so oben eine große Geltung zu haben. Ist zum Beispiel sowas wie ganz oben, auch hier das Teliktrum, ist was Feines, was Verspieltes und was Zartes. Das möchte auch ein bisschen Raum haben, sich zu entfalten, aber es nimmt sich optisch einfach zurück. Ist aber auch wichtig, um ein bisschen die Räume zu füllen dazwischen und ein bisschen verspielten Charakter mit reinzubringen, was einfach super das Werkstück ergänzt. Nur durch diese Vielfalt von den verschiedenen Persönlichkeiten von den Blüten entsteht ein Gesamtbild und genau das ist meine Aufgabe in der Prüfungszeit, das floristisch so zusammenzufügen, damit es im Gesamten ein tolles Werkstück ergibt. Sie haben natürlich die Prüfung bestanden, das ist ja klar. Sarah, danke. Sehr schön jetzt einfach, dass sich diese ganze Vorbereitung so gelohnt hat, jetzt einfach die fertigen Werkstücke zu sehen und auch zu merken, es hat einfach übers Jahr und vor allem dieses Meisterjahr, die letzten 10 Monate, es hat einfach vieles funktioniert und somit ist es einfach sehr erleichternd für mich und es fällt ein Stein vom Herzen, dass es einfach geschafft ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Meisterstück hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann sehr gerne in den Kommentaren. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und wenn ihr euch noch für weitere Werkstücke interessiert, könnt ihr noch gerne das von Josephine und von Sebo anschauen.